Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ihr seht es ja bereits schon links oben. Mein Avatar ist auch bereits schon aufgespielt auf alle Welten, auf die ich ihn haben wollte. Ja, und so sieht das Ganze jetzt hier in-game aus, ja, damit ihr das auch schon mal gesehen habt. Wir haben es jetzt gerade noch Gold-Event, wir haben es jetzt Sonntagabend, wo ich das Video hier aufnehme. Und ja, so sieht es hier in-game aus. Bisher hattet ihr es ja nur gesehen auf einem kleinen Bild aus dem letzten Video mit Terra zusammen, wo nochmal massive Grüße rausgehen. Und ja, ich habe ihn jetzt auf 4 Servern aufspielen lassen. Der Account oder das Profilbild ist tatsächlich schon drauf. Seit dem Tag, wo Terra das übergeben hatte. Ich hatte ihn dann die 4 Server genannt und ja, nach gefühlt einer Stunde oder so waren die Bilder dann schon auch alle drauf gespielt. Er ist einmal hier auf meinem Main drauf, also eigentlich auf allen Servern, wo ich halt einigermaßen aktiv spiele. Also er ist jetzt nicht auf allen Accounts drauf, die es jetzt hier von mir in Shakes and Fidget gibt, und ich werde auch nicht automatisch diesen Avatar auf jeden Server erhalten, wo ich drauf spiele, sondern das muss halt immer manuell eingereicht werden beim Support und nachgefragt werden, und dann lassen sie halt auch das Profilbild dann auf die Server spielen. Er ist jetzt einmal auf meinem Main drauf, auf meinem Magier, auf meinem Battle Mage ist er vertreten, auf meinem Berserker ist er drauf und auf meinem Krieger habe ich ihn jetzt auch raufspielen lassen, weil das so die 4 Charaktere sind, wo ich immer noch mal einigermaßen reinschaue. Bei meinen Kriegern natürlich am wenigsten, aber ich versuche trotzdem, mich da so einigermaßen immer so ein bisschen anzustrengen, auch wenn der ziemlich low ist, der Charakter. Bei meinem Berserker ja, geht es eigentlich einigermaßen gut voran, sag ich mal. Und bei meinen anderen beiden Accounts, wisst ihr ja, bei meinem Battle Mage und bei meinem Mage, da fließt ja so die meiste Aufmerksamkeit rein, und deswegen sind hier auf diesen 4 Accounts jetzt auch das Profilbild drauf auf den Servern. Auf den anderen Servern ist es überall halt nicht drauf. So. Und ja, bevor die Frage nochmal kommt, weil die echt sehr häufig gestellt worden ist auf verschiedenen Plattformen, ja, wie man denn so ein Profilbild denn überhaupt bekommen kann. Ja, ist das überhaupt möglich, sowas zu bekommen? Und ich kann euch die Möglichkeiten nennen, wie ihr an sowas rankommen könntet. Die einfachste Möglichkeit ist es wahrscheinlich, an Verlosungen oder Gewinnspielen teilzunehmen, wenn Shakes and Fidget und sich irgendein YouTuber einen neuen Server aussuchen und auf den neuen Server dann starten. Und dann es von Shakes and Fidgets Seiten oder von Players Seiten dann ja, ein Gewinnspiel gibt, wo dann halt, keine Ahnung, 5 Leute aus den Top 100 ausgelost werden. So war es zumindest die letzten Male gewesen. Da wurde dann der zuerst Level 100 erreicht oder so, war das, glaube ich. Der bekommt dann safe ein Profilbild, und 4 weitere bekommen dann aus den Top 100 dann ein Profilbild. Und ja, das ist wahrscheinlich so ich denke mal, die einfachste Möglichkeit, an so ein Profilbild ranzukommen. Ansonsten ist es halt nur dann möglich, wenn ihr halt, ja, was weiß ich, YouTuber, Influencer, Content-Ersteller seid, der ein wenig größer ist, größer auch als ich, weil ich sage euch ganz ehrlich, viele haben sich das ja schon für mich so mehr oder weniger gewünscht gehabt, und dafür bin ich euch auch sehr dankbar, dass ihr mir das auch gönnt und dass ihr mir das wünscht. Allerdings kann ich gleich sagen, ich habe das nicht bekommen, dadurch, dass ich jetzt schon irgendwie groß genug auf YouTube wäre. Also ich sag mal jetzt so diese ja, 4500 Abonnenten, die wir jetzt zusammen haben, ist für mich persönlich ist das eine hohe Zahl, aber glaubt mal nicht, dass ich dadurch jetzt irgendwie so einen Einfluss bei Player Games hatte, dass ich dadurch jetzt alleine einen customized Avatar bekomme. Das könnt ihr euch abschminken. Also ich persönlich gehe mal von aus, dass da vielleicht so die Grenze bei 10.000 Abonnenten oder so ist, aber das ist jetzt nur so ein persönliches Empfinden.
Wahrscheinlich müsst ihr noch mehr oder eine noch höhere Reichweite haben als 10.000 Abonnenten auf YouTube. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht genau sagen, da ich ja nicht bei Playa unter Vertrag stehe oder halt auch kein Sponsoring mit Playa selbst habe. Deswegen kann ich euch das auch nicht sagen und weiß auch nicht, selbst wenn ich das hätte, ob ich euch das sagen darf. Aber ich persönlich habe ihn halt auch nur bekommen, einzig und alleine aus dem Grund, weil sich halt Terra so doll ins Zeug gelegt hat, weil Terra, wisst ihr ja, ist ja bei Playa Games unter Vertrag oder wird halt gesponsert durch Playa Games, das dürfte ja eigentlich den meisten Begriff sein. Und er hatte halt ein sehr, sehr gutes Wort eingelegt für mich persönlich. Und das nicht nur einmal, sondern die Leute dort richtig genervt, dass ich halt so ein Profilbild auch bekommen soll. Ja? Wäre Terra nicht gewesen, dann würde ich wahrscheinlich in ein paar Jahren immer noch ohne Profilbild hier sein, weil ich glaube nicht, dass Shakes and Fidget von alleine auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, ey, du hast dir jetzt hier ein Avatarbild verdient. No front an Shakes and Fidget. So, ich weiß nicht, ob das irgendwann der Fall gewesen wäre. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, wenn ich auch eines Tages irgendwie Abonnenten habe im 5-stelligen Bereich oder so, dann hätte das durchaus sein können. Aber so, ja, wäre halt selbst, oder ich sag mal, selbst meine Reichweite wäre halt auch nicht genug gewesen, um so ein Bild zu erhalten. Da ist halt einzig und alleine der Terra dran schuld, sag ich mal, weil er halt sehr gute Worte dort eingelegt hat. Und ja, deswegen sage ich mal, ist wahrscheinlich der einfachere Weg, wenn ihr bei irgendwelchen Gewinnspielen teilnehmt, weil selbst wenn ihr so viele Videos produziert über SF, wie ich das getan habe, über 300 noch was irgendwie, dann ist es lange noch nicht garantiert, dass ihr ein Profilbild bekommt. Ja? Und ich hatte halt selbst nie dort angefragt gehabt danach und ja, deswegen, das hatten halt andere für mich erledigt, die dort schon unter Vertrag sind, die da gesponsert werden von Playa Games. Und ja, das ist einzig und allein der Grund, warum ich jetzt so ein Avatar-Bild habe. Ja, also es ist nicht irgendwie meine Schuld oder so, sag ich mal. Ne? Gut, das wollte ich nur mal gesagt haben, falls die Fragen da auch jetzt im Raum standen, dann sind die auf jeden Fall auch beantwortet diesbezüglich. Und deswegen wollte ich nochmal vielen lieben Dank sagen an Terra, dass er da auch ja, sich so für ins Zeug gelegt hat. Und ja, so sieht das momentan aus. Wir können mal hier so ein bisschen durchschauen auf den Servern hier. Wie gesagt, wir haben es ja heute Sonntag, wo ich das Video hier aufnehme. Und das Gold-Event, das hat sich wirklich sehr bezahlt gemacht, ja, muss ich schon sagen. Wir haben sehr viele Stat-Punkte dazu bekommen. Wir können ja mal gleich nochmal schauen auf meinem Main, was ich da für Attributpunkte jetzt mittlerweile habe. Es ist hat schon einen kleinen Unterschied gemacht. Wir nähern uns da bald, sag ich mal, den 100k auf Intelligenz. Und das ist schon ein sehr, sehr cooler Wert, wenn wir den mal erreichen. Das ist schon sehr nice, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und allzu weit sind wir da auf jeden Fall nicht weg. Ich habe ja auf meinem Main, habe ich im Equipment einen Intelligenzstein in der Rüstung drin und den Rest habe ich ja nur mit schwarzen Edelstein. Wahrscheinlich, ja, es wird natürlich noch länger dauern, wenn ich nur schwarze Edelsteine drin hätte, aber ihr kennt da ja so ungefähr meine Position, was das angeht. Ich finde halt persönlich, auch wenn ich von den Attributen her deutlich mehr Intelligenz habe als Ausdauer, finde ich halt, dass sich der Schaden dann doch schon deutlich rentierter macht auf einem Mage als jetzt Ausdauer, sag ich mal. So, ne? Also ich bin auch noch lange am Überlegen, ob ich diesen Stein nicht eines Tages mal austauschen soll und komplett mit Black Gems hier rumgeister. Ja, dann würde es natürlich noch ein bisschen länger dauern, bis ich auf die 100k komme. Aber ich habe den jetzt schon so lange drin und bin damit eigentlich bisher ganz gut gefahren. Und ich glaube nicht, dass ich bei vielen Sachen jetzt großartig einen Hit mehr aushalte, wenn ich jetzt einen Intelligenzstein, also quasi Schaden gegen Leben austauschen würde. Ja. Wir sind jetzt hier bei 95k, was Intelligenz angeht, haben das jetzt hier übers Wochenende geknackt. Ein bisschen Alu habe ich ja auch noch zu spielen und deswegen haben wir da, denke ich mal, ganz gute Fortschritte gemacht.
Und es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir hier auch die 100.000 fertig haben. Gut, dann können wir hier noch kurz mal alles abholen. Meine Goldgrube läuft auch übelst schnell voll, so. Also jedes Mal, wenn ich da reinschaue, dann ja, ist die halt eigentlich meistens immer voll gelaufen. Das geht halt rucki zucki jetzt mittlerweile auf Stufe 41. Und ja, wir gucken noch mal ganz kurz, damit wir die anderen Charts hier auch noch mal kurz im Video haben hier mit meinen Charakterbildern jetzt drin. Das ist übelst cool, muss ich jetzt mal sagen. Es ist übelst nice, jetzt mit einem eigenen Charakterbild zu spielen. Das ist schon sehr, sehr cool und das macht auch nochmal gleich deutlich mehr Spaß, muss ich sagen, wenn man hier sich selbst quasi da sieht. Also das ist schon sehr, sehr nice. Und ihr braucht jetzt auch keine Angst haben, weil das auch einige geschrieben haben, dass der Schilling-Effekt jetzt in Kraft tritt. Ja. Ich wäre da ja selbst nie drauf gekommen. Aber Schilling hatte ja kurz nachdem er sein Charakterbild bekommen hatte, ja aufgehört zu spielen, was ein bisschen schade ist, aber ich glaube, da war auch schon so ein bisschen der Pokémon-Hype bei ihm im Gange. Deswegen war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sowieso schon abzusehen. Trotzdem sehr schade, aber das braucht ihr natürlich bei mir nicht befürchten. Ich werde natürlich weiter durchziehen. Das im Gegenteil sogar. Das gibt mir jetzt nochmal mehr Motivation, noch weiter zu spielen. Jetzt, seitdem ich hier dieses coole Profilbild drin habe. Und ja, deswegen alles auf jeden Fall gechillt. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen haben sollte, könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu dalassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.